Kennt ihr das Problem auch? Ihr hattet einen Telekom-Schnellstart-Kit, weil ihr eventuell eine defekte Internetleitung hattet oder irgendwo neu eingezogen seid und das Internet noch nicht verfügbar war. Und ihr habt dieses zurückgegeben und plötzlich habt ihr eine Mobilfunknummer, die als Karteileiche bei euch in der Magenta-App oder in euren Verträgen rumliegt und ständig im Monat 0 € Rechnungen produziert. Was können wir hier machen? Das möchte ich mir mit euch in diesem Video anschauen. Der Hintergrund: Ich hatte letztes Jahr eine massive Internetstörung. Die Videos dazu findet ihr hier unter dem i und da hatte ich euch empfohlen, holt euch das Magenta Schnellstart-Kit als Ausgleich, sodass das Internet weitergeht. Dieses habe ich zurückgegeben, aber der Sachbearbeiter hat leider die Nummer nicht mitgekündigt und wie ich hier mitkriege aus meiner Umgebung, ist das bei fast allen auch der Fall. Ich empfehle euch zwingend, die Nummer zu entfernen, wenn ihr sie nicht mehr braucht. In der Regel braucht man sie nicht mehr, denn man weiß nicht, was in den nächsten Jahren mit der Nummer passiert oder ob sie kostenpflichtig wird. Wie findet ihr raus, ob ihr so eine Nummer überhaupt besitzt? Wenn ihr das Magenta Schnellstart-Kit hattet, am besten ihr benutzt, zum Beispiel bei der Telekom halt, die Magenta-App. Ich zeige es euch einfach mal, indem ich hier mal auf das Smartphone schalte. Ihr seht hier die Mein Magenta App und hier sind meistens die verschiedenen Verträge aufgelistet. Unter dem Punkt Mobilfunk scrollen wir mal nach unten und sehen hier diesen Datentarif mit der dazugehörigen Telefonnummer. Wir sehen noch 1,4 GB verfügbar. Wichtig, das ist die Rufnummer, die zu meinem Schnellstart-Kit gehört hat und diese möchte ich jetzt loswerden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel ganz normal eine Einschreiben an die Telekom schreiben und diese Nummer kündigen. Das ist aber der alte, sehr aufwendige Weg. Ihr könnt den Support anrufen, davon rate ich ab. Das geht oftmals in die Hose. Oder ihr kündigt direkt in der Mein Magenta App oder im Webbrowser. Ich bevorzuge die Variante Webbrowser. Wenn ihr euch in der Magenta App befindet, habt ihr hier den Vertrag. Klickt einfach mal auf den Vertrag. Seid jetzt hier in der Unteroption gelandet, sucht hier oben den Punkt Vertrag, scrollt nach unten und hier unten findet ihr den Punkt Vertrag kündigen. Wenn ihr dieses angeklickt habt, kommt ihr eigentlich auch hier zum Webformular. Wichtig, die Telekom versucht euch natürlich mit aller Gewalt hier zu halten. Hier müsst ihr euch ein bisschen durchklicken, um den Vertrag zu kündigen. Deswegen zeige ich euch einfach mal einen schnelleren Weg, das loszuwerden. Das machen wir am Tablet oder am PC. Ganz wichtig, den Link direkt zum Kündigungsformular packe ich euch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr direkt bei dem Kündigungsformular raus, ohne irgendwelche Umwege. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier im Kündigungsformular für Mobilfunk angekommen. Hier gibt es ein paar kleine Stolpersteine, die möchte ich mit euch einfach mal durchgehen. Der erste ist schon hier oben dieses Feld. Was müssen wir hier überhaupt anklicken? In unserem Fall ist das ein Laufzeitvertrag. Das heißt, wir haben hier eine Laufzeit und dementsprechend bekommen wir Rechnungen. Also klicken wir das hier an. Jetzt kommt ihr hier gleich zum Login und müsst ihr den Login eingeben. Das heißt, sucht euch eure Telekom-Daten raus und loggt euch hier einfach mal ein. Auch wenn ihr euch jetzt hier eingeloggt habt, müsst ihr trotzdem noch eure Daten hier eintragen. Wichtig, bitte hier genaue Daten angeben, sonst geht die Kündigung nicht durch. Als allererstes beginnt ihr natürlich hier mit euren ganz normalen Stammdaten. Gebt hier diese ein, das müsste wahrscheinlich jeder hinbekommen. Kundenkonto. Das Kundenkonto, wie findet ihr euer Kundenkonto? Ganz einfach entweder in der Magenta-App oder schaut einfach auf die letzte Rechnung, Mobilfunkrechnung. Dort schaut ihr oben rechts nach. Dort müsste euer Kundenkonto vermerkt sein. Tragt das bitte hier ein. Dann kommt natürlich die Vorwahl und die Rufnummer der zu kündigenden Rufnummer. Achtet bitte darauf, hier die richtige Rufnummer einzutragen. Viele von euch werden natürlich auch eine reguläre oder mehrere reguläre Telekom-Nummern haben. Bitte nehmt hier wirklich die Nummer des Schnellstart-Kittes und tragt sie hier ein, sonst kündigt ihr aus Versehen nämlich euren Vertrag. Dann haben wir hier unten noch Rückrufnummer, bevorzugt Mobilfunknummer. Hier gebt ihr natürlich eine Rufnummer an, unter der ihr erreichbar seid. In der Regel werdet ihr hier wahrscheinlich jetzt auch nochmal einen Anruf bekommen, denn hier wird dann dementsprechend ein Telekom-Mitarbeiter anrufen und euch versuchen zu beschwatzen, diesen Vertrag zu behalten oder irgendwas zu verlängern oder so ähnlich. Lasst euch da einfach nicht drauf ein. Ihr habt das Ding gekündigt und Schluss ist. Eine E-Mail-Adresse werde ich auf jeden Fall hier hineinschreiben, so bekommt ihr dann dementsprechend auch eine Rückmeldung wegen der Kündigung. Das ist sehr wichtig, so bekommt ihr nämlich ein Rückdokument, eure Kündigungsbestätigung. Bewahrt diese bitte auf, bewahrt alle Dokumente bitte auf und druckt euch auch diese Seiten nochmal aus. Deswegen mache ich das nämlich am PC, da geht das nämlich relativ einfach. Dann kann man nämlich das ausgefüllte Formular und das abgeschickte Formular dann auch nochmal ausdrucken. Das würde ich jedem zwingend empfehlen. Haben wir das gemacht, klicken wir dann auf Jetzt kündigen. Habt ihr die Kündigung jetzt abgesetzt, druckt ihr natürlich diese Seite jetzt aus. In der Regel haben wir hier ein kleines Druckersymbol oder druckt es einfach im Browser aus, indem ihr hier auf Seite drucken geht und bewahrt natürlich dieses Dokument auf, denn das ist euer Beweis, dass ihr gekündigt
habt. Jetzt wartet ihr ab, bis die Kündigung bestätigt wird und damit seid ihr die Rufnummer von eurem Schnellstartkit los. Solltet ihr irgendwann wieder ein neues Schnellstartkit benötigen, weil wieder mal eure Leitung beschädigt wurde, ist das kein Problem. Fordert dann dementsprechend ein neues an und ihr bekommt dann natürlich auch automatisch wieder eine neue Nummer und achtet darauf, diese dann natürlich nach Abschluss auch wieder zu kündigen. So, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video weiterhelfen. War dem so, würde ich mich natürlich über euren Daumen hoch freuen. Alternativ könnt ihr auch unsere Arbeit und unseren Kanal unterstützen. Hier unter dem Video direkt mit der Super Thanks-Taste oder auf meiner Homepage mit dem Spenden-Button über Payball. Nett wäre es auch, wenn ihr hier meinen Kanal abonnieren würdet und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu klicken. So werdet ihr über alle weiteren Videos informiert. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.